In diesem Tutorial zeige ich Ihnen die 3D-Option der Winmax-Steuerung. Mit dieser Option können Sie einfache Bauteile im Rahmen eines Dialogprogramms dreiachsig abzeichnen. Bei Hurco besteht die 3D-Option insgesamt aus zwei verschiedenen Teilen, der einfachen 3D-Option und der Dialog-Konturprofilierung. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die 3D-Option in Ihr Programm einbinden können und somit 3D-Konturen in ein Dialogprogramm integrieren können. Dieses Feature ermöglicht Ihnen also beispielsweise, an Ihrem Bauteil Phasen, Radien oder Konturzüge zu fertigen und somit eine Nacharbeit oder ein Umspannen zu verhindern. Um mit der Programmierung starten zu können, benötigen wir zunächst einen neuen Datensatz. Diesen können Sie einfach über den Softkey F3 Werkstück Programmierung im Bereich Fräsen F3 unter dem Softkey F6 3D-Option generieren. Im oberen Bereich des Datensatzes kann zunächst die gewünschte Kontur programmiert werden, die an das Bauteil bearbeitet werden soll. Anschließend wird definiert, ob es sich bei dieser Kontur um eine XY- oder XZ-Kontur handelt und um welche Achse diese verschoben oder rotiert werden soll. Im unteren Bereich des Datensatzes kann dann das Werkzeug, die Fräsrichtung und zum Beispiel die Schrittweite definiert werden. Alle Parameter erkläre ich Ihnen in den nächsten Minuten ausführlich. Schauen wir uns zunächst an, wie Sie die 2D-Kontur in Ihrem Datensatz generieren können. Hierfür gibt es zwei verschiedene Wege. Entweder können Sie über den Softkey F7 2D-Kontur bearbeiten, Ihre gewünschte Kontur direkt im Datensatz programmieren. Oder Sie programmieren Ihre Geometrie wahlweise in einem einfachen anderen Dialogdatensatz und kopieren diese anschließend über die Programmübersicht in die 3D-Option. Beide Wege werden wir uns jetzt anschauen. In unserem Beispiel beginnen wir mit der Programmierung direkt im 3D-Datensatz. Der Startpunkt liegt hier bei x und y0 und anschließend können Sie über den Softkey F2 nächstes Segment die folgenden Geometrien programmieren. Unsere Kontur definieren wir beispielsweise mit zwei Kreisbögen mit jeweils einem Winkel von 90 Grad. Der Form Ihrer Kontur sind hier prinzipiell wenig Grenzen gesetzt. Es darf sich lediglich nicht um einen Hinterschnitt handeln, da dieser auf einer Dreiachsmaschine mit einem gewöhnlichen Kugelfräser nicht gefertigt werden kann. Wenn Sie mit der Definition der Kontur fertig sind, können Sie über die Auswahl des Feldes Segments und dem Softkey F4 3D-Option wieder in den Grundbildschirm wechseln und anschließend über die Auswahl des Typs entscheiden, wie Ihre 2D-Kontur nun verarbeitet wird. Da die Kontur bei dieser Variante während der Programmierung nicht grafisch dargestellt werden kann, können Sie diese auch zunächst in einem einfachen Fräsdatensatz programmieren. In diesem Tutorial lösche ich nun zunächst über die Taste Korrektur den bereits geschriebenen 3D-Datensatz. Und anschließend erstellen wir über den Softkey F7 Datensatz vorher einfügen, den Softkey F3 Fräsen und den Softkey F1 Linien und Bögen einen einfachen Fräsdatensatz, in dem wir die Kontur erneut programmieren. Wieder definieren wir zunächst unseren x- und y-Startwert und können anschließend eine Z-Höhe definieren und ein Werkzeug definieren. Bitte beachten Sie, dass diese Auswahl nun lediglich für die grafische Simulation des Linien- und Bögendatensatzes notwendig ist und im späteren 3D-Datensatz keine weitere Rolle spielt. In diesem Datensatz können Sie dann wie gewohnt über den Softkey F2 nächstes Segment Ihre Kontur programmieren. Auch in diesem Beispiel nutzen wir unsere Kontur mit zwei aufeinanderfolgenden Kreisbögen mit jeweils einem Winkel von 90 Grad. Haben Sie Ihre Kontur vollständig definiert, können Sie sich diese in der grafischen Simulation anzeigen lassen. Nun möchten wir die programmierte Kontur in unserem Dialogprogramm abzeichnen. Hierfür benötigen Sie zunächst einen neuen 3D-Datensatz.
den Sie am einfachsten über die Taste Korrektur an Ihrer gewünschten Stelle im Programm einfügen können. Ebenfalls über die Taste Korrektur können Sie anschließend Ihren Datensatz mit den programmierten Konturinformationen über den Softkey F1 diverse Satzfunktionen und den Softkey F1 Ausschneiden aus dem Programm entfernen und anschließend über den Softkey F3 einfügen, Ihre Konturinformationen in den 3D-Datensatz hinterlegen. Wenn alle Konturinformationen im Datensatz hinterlegt sind, können Sie im 3D-Datensatz anschließend über den Parameter Typ definieren, wie Ihre Kontur rotiert oder verschoben werden soll. Unser erstes Beispiel programmieren wir mit der Einstellung XY-Kontur um X rotieren. Der Parameter Drehung aus Ursprung definiert, auf welche Gradzahl unsere programmierte Kontur zunächst rotiert werden soll und somit ab wo es anschließend mit der programmierten Schrittweite bis zum Endwinkel weitergeht. In unserem Beispiel nutzen wir die Einstellungen 0 und 180 Grad, also eine halbe Kontur. Über den Z-Start-Parameter können wir die Höhe definieren, an der die Eintauchbewegung beginnt, um zum Beispiel die Eintauchgeschwindigkeit und den Sicherheitsabstand zu definieren. Wenn wir anschließend noch unser gewünschtes Werkzeug programmieren, in unserem Beispiel den Kugelfräser 2085 und eine Schrittweise festlegen, beispielsweise 1 mm, können wir anschließend unsere Kontur grafisch simulieren. Wie Sie sehen können, fährt der Kugelfräser nun immer unsere programmierte Kontur ab und rotiert diese um die in der Grafik gut sichtbare X-Achse in einem Winkel von insgesamt 180 Grad. Hätten wir eine Drehung aus Ursprung eingegeben, wäre nun zum Beispiel die erste Bewegung nicht auf 0, sondern eben bereits bei dem eingestellten Winkel. Der Abstand der einzelnen Linien wird durch die Schrittweite definiert und wird je nach Einstellung entweder größer oder kleiner. Selbstverständlich kann zum Beispiel die Bearbeitungsrichtung im Datensatz auch flexibel angepasst werden. So wird, wenn im Datensatz der Parameter Fräsrichtung von längs zur Kontur auf quer zur Kontur umgestellt wird, auch die Bearbeitungsrichtung entsprechend gedreht, was in der grafischen Simulation gut zu sehen ist. Der Kugelfräser folgt nun nicht mehr der Kontur, sondern der Rotation. Über den Parameter hin und zurück kann entschieden werden, ob die Fräsbewegung lediglich in einer Richtung, also zum Beispiel im Gleichlauf, oder eben gleich und im Gegenlauf, also hin und zurück, durchgeführt werden soll. Dies hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Laufzeit, aber gegebenenfalls auch auf die Oberflächengüte des Bauteils. Die Hin- und Rückbewegung ist auch hier in der grafischen Simulation durch die Verbindungsbahn deutlich ersichtlich. Die Parameter Mittellinie Y und Mittellinie Z definieren die Lage der Rotationsachse und können dafür genutzt werden, wenn die Rotation der Kontur nicht um die X-Achse des Bauteils durchgeführt werden soll. Wenn wir nun zum Beispiel einen Y-Wert von 20 eintragen, sehen wir in der grafischen Simulation anschließend, dass das ganze Bauteil deutlich auseinandergezogen wird. Nun wird nicht mehr um die X-Achse, sondern um einen Wert von Y plus 20 rotiert. Bei einer Einstellung von 0 wird anschließend wieder die reine X-Achse als Rotationsachse genutzt. In unserem zweiten Beispiel schauen wir uns nun die Funktion XZ-Kontur um Z rotieren an. Bei der Auswahl dieser Funktion haben wir nun keine XY-Kontur, sondern eine XZ-Kontur. Dies sehen Sie auch deutlich, wenn Sie über den Softkey F7 2D-Kontur bearbeiten, in die eigentliche Kontur wechseln. Alle Werte, die wir ursprünglich in Y programmiert haben, sind nun Z-Werte, wodurch unsere eigentliche Kontur nun nicht mehr in der ursprünglichen XY-Ebene liegt, sondern hochkant steht. Auch in diesem Beispiel nutzen wir zunächst eine halbe Kontur mit der Drehung aus Ursprung 0 und einem Winkel von 180 Grad. In der grafischen Simulation sieht das Ganze dann wie folgt aus. Nun sehen wir, dass unsere Kontur nicht mehr entlang der XY-Ebene, sondern entlang der XZ-Ebene bearbeitet wird und anschließend eben um die Z-Achse in einem Winkel von 180 Grad rotiert wird.
Verändern wir nun die Drehung aus Ursprung beispielsweise auf 90 Grad und den Parameter hin und zurück von Ja auf Nein, sehen wir sofort die entsprechende Änderung in unserer grafischen Simulation. Die erste Bewegung erfolgt nicht mehr auf 0 Grad, sondern bei 90 Grad. Und alle Fräsbahnen sind nur noch in einer Richtung und nicht mehr hin und zurück. Über die Parametrisierung des 3D-Datensatzes haben Sie also sehr viele Möglichkeiten, auf die endgültige Fräsbearbeitung Einfluss zu nehmen. Unser letztes Beispiel ist die Strategie XZ-Kontur in Y verschieben. Dieses Mal haben wir also keine Rotation, sondern eine Verschiebung unserer Kontur. Wir möchten beispielsweise bei y0 starten und die Kontur bis y50 verschieben. In der grafischen Simulation sieht das Ganze dann wie folgt aus. Wir haben wieder eine Kontur, die in x und z bearbeitet wird und anschließend in y entsprechend der eingetragenen Schrittweite verschoben wird. Dies kann zum Beispiel sehr schön dafür genutzt werden, Phasen an bestimmte Bauteile zu fertigen. Wenn wir unseren y-Startwert beispielsweise auf -50 ändern und unsere Fräsrichtung auf quer zur Kontur einstellen, sehen wir wieder in der grafischen Simulation direkt unsere Veränderung. Der Startpunkt der lilanen Linie ist jeweils die z-Startkoordinate, die in unserem Beispiel auf 0 eingetragen ist. Anschließend wird unser Bauteil quer zur Kontur bearbeitet. Wenn wir den z-Startparameter in unserem 3D-Datensatz nun von 0 auf beispielsweise 30 mm verändern und den Parameter hin und zurück von Nein auf Ja umstellen, verändert sich auch wieder unsere Bearbeitung. Diesmal startet die Eintauchbewegung nicht bei 0, sondern Z30. Aber die Bearbeitung erfolgt diesmal sowohl im Gleich- als auch im Gegenlauf, also sowohl hin als auch zurück. Die Korrektur des Werkzeugs hinsichtlich der Kontur erfolgt immer mittels Berechnung eines Kugelfräsers. Dies bedeutet, dass das Werkzeug selbstverständlich am längsten Punkt Längen kalibriert werden kann, aber immer der Mittelpunkt des Kugelfräsers als Werkzeugkorrektur durch den 3D-Datensatz berechnet wird. Die Werkzeugkorrektur wird dementsprechend durch den Datensatz mit dem durch den Durchmesser definierten Radius korrigiert. Andere Werkzeuge, wie zum Beispiel ein Torusfräser oder ein Schafffräser, werden beim Schlichten nicht korrekt berechnet, da auch bei diesen Werkzeugen mit dem Radius kompensiert wird. Die Werkzeugbahn wird zwar nie verletzt, allerdings bleibt ein erhebliches Aufmaß bei der Verwendung eines solchen Werkzeugs stehen. Deswegen muss die Schlichtbahn immer mit einem Kugelfräser bearbeitet werden. Die Schrubbbearbeitung kann selbstverständlich auch mit einem Schafffräser durchgeführt werden. In der Praxis sieht die Durchführung einer Schrubb- und Schlichtbearbeitung dann beispielsweise wie folgt aus. In der Registerkarte Schrubben kann zum Beispiel ein Schafffräser eingetragen werden. In unserem Beispiel das Werkzeug 2080, einen 8 mm Schafffräser. Die Kontur soll beim Schrubben quer zur Kontur bearbeitet werden, mit einem Aufmaß von 0,5 mm und einer Schrittweite von jeweils 5 mm. In die Registerkarte Schlichten tragen wir jetzt unseren Kugelfräser mit der Nummer 2085 ein. Die Fräsrichtung soll in diesem Beispiel längs zur Kontur sein, mit einer Schrittweite von jeweils nur 2 mm. In der grafischen Simulation sieht das Ganze dann wie folgt aus. Zunächst wird das Bauteil quer zur Kontur geschrubbt, wodurch eine stufige Oberfläche entsteht. Anschließend wird unser Kugelfräser eingewechselt und das Bauteil wird längs zur Kontur geschlichtet. In der grafischen Simulation ist deutlich zu erkennen, dass nach dem Schrubben auf Z-Flächen noch deutlich mehr Restmaterial vorhanden ist als an X-Flächen. Dies kommt dadurch, dass beim Schafffräser auch der Radius entsprechend in der Länge kompensiert wird. Beim Ranzoomen an das Bauteil wird unsere große Schrittweite von 2 mm deutlich erkennbar. Generell gilt, je kleiner die Schrittweite, desto feiner die Oberfläche.